Willkommen zum Kurs Erste Schritte mit Microsoft Teams. Mein Name ist Juan und ich bin Customer Success Manager für das Lösungsbereich Modern Workplace hier bei Microsoft. Nach der heutigen Sitzung solltet ihr in der Lage sein, Profil- und Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten, 1:1 und Gruppenkonversationen zu initiieren, Besprechungen zu planen und durchzuführen, sowohl als eure Teamarbeit zu organisieren. Verschaffen wir uns aber einen schnellen Überblick über Teams. Microsoft Teams ist eure zentrale Anlaufstelle für alle Kommunikations- und Kooperationsaufgaben. Es bringt Menschen und Aufgaben an einem Ort zusammen. So könnt ihr Chats und Anrufe mit Kollegen, Anbietern und Kunden durchführen. Ihr habt die Möglichkeit, Besprechungen zu planen, gemeinsam an Dokumente zu arbeiten und komplexe Teamprojekte und dessen Ressourcen zu verwalten. All das an einem zentralen Ort. So profitiert ihr unter anderem von folgenden Vorteilen. Ein zentraler Zugriff auf alle Dateien besteht, inklusive aller Anwendungen. Das Senden von Nachrichten an allen Beteiligten, selbst wenn sie offline sind, ist möglich. Reduzierte Dokumentenversionierung beim Sammeln von Feedback und effektivere Meetings. Wenn wir aber von Chats und Anrufe in Teams sprechen, ist es so, dass die Kommunikation direkt, strukturiert und beständig ist. Dank eines Persistent Chats sind alle Unterhaltungen für jeden Teilnehmer zu jeder Zeit immer nachvollziehbar. Durch Formatierungsfunktionen könnt ihr auch Texte in der Kommunikation hervorheben. Mit GIFs und Emojis lockert ihr die Stimmung ein wenig auf. Alle Dateien, die in einer Gruppe sind dann direkt zentral für jeden verfügbar. Wünscht ihr die Aufmerksamkeit von einer bestimmten Person, so könnt ihr durch Add-Erwähnungen das erreichen. Aber ich würde vorschlagen, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Hierfür werde ich auf meinen Teams-Client wechseln und wir gehen einige Kernpunkte durch. Für unseren Fall werden wir mit einer Browser-Session arbeiten. Um hier zu Teams zu gelangen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder über den Eingabefenster bzw. Suchfeld teams.microsoft.com einzugeben oder den klassischen Weg über office.com zu gehen. Wenn wir über office.com gehen, haben wir hier oben direkt die Übersicht der Dienste, die mir zur Verfügung stehen. Und da klicken wir einfach direkt auf Teams. Zur Orientierung ist es wichtig zu wissen, dass Microsoft Teams 4 Kernbereiche hat. Die obere Leiste dient dazu, mittels eines sehr großen Suchfelds relativ intuitiv nach Inhalte innerhalb von Teams zu suchen oder auch Personen, entsprechend auch Befehle darüber auszuführen. Ich habe oben aber auch die Möglichkeit, meine Profileinstellungen zu bearbeiten oder eine neue Unterhaltung zu initiieren. Auf der linken Seite haben wir die sogenannte Menüleiste. Diese Menüleiste bringt uns zu den unterschiedlichen Kernfunktionen von Teams mit einem Klick. Die Menüleiste kann ebenfalls erweitert werden, Stand heute durch die IT-Administration. So können hier weitere Teams-Anwendungen hinzugefügt werden. In diesem Fall zum Beispiel Microsoft Planner als Teams-App in diesem Fall noch im Menüband hinzugefügt, so damit ich darüber mit einem Klick direkt zu meiner Zielanwendung kommen kann. Der nächste Bereich, wenn wir dann von links nach rechts weitergehen, sehen wir, ist unser sogenannter Kontextmenü. In diesem Kontextmenü haben wir einen Überblick der ganzen Teams in diesem Fall, weil wir im Menüband Teams sind. Teams, wo ich ein Mitglied bin und ebenfalls den Kanal, in dem wir uns halt gerade befinden. Die Information aus diesem Kanal sehen wir dann direkt im nächsten Element. Das ist unser Hauptbereich, wo letzten Endes unsere Unterhaltungen stattfinden, wo wir Dokumente einsehen können über die Registerleiste hier oben, aber ebenfalls hier auch in der Unterhaltung selbst. So kann ich hier direkt auf Dateien zugreifen oder auch
diese Registerleiste hier oben erweitern. Wenn ich auf Plus klicke, würde ich halt direkt zum Beispiel weitere Möglichkeiten haben, innerhalb diesen Hauptbereiches zu arbeiten. Nun haben wir gesagt, dass für dieses Training es essentiell ist, zu verstehen, wie kann ich meine Benachrichtigungen innerhalb von Microsoft Teams verwalten. So würden wir hier oben rechts einfach draufklicken und sehen, dass ich mit einem Klick mein Profilbild bearbeiten kann, meinen Status entsprechend von, in diesem Fall verfügbar, vielleicht auf beschäftigt setzen. Ich kann ebenfalls aber auch eine Statusmeldung festlegen. Wir befinden uns hier gerade zum Beispiel innerhalb eines Meetings und da kann ich einfach sagen, bin im Meeting, sodass jeder diese Information sehen kann. Und ich könnte sagen, ich bin das jetzt erstmal für eine ganze Stunde und speichere das Ganze ab. Ebenfalls habe ich hier die Möglichkeit, in den Einstellungen zu kommen und innerhalb dieser Einstellungen sehe ich, dass ich auf der einen Seite die Ansicht definieren kann. Wie soll Microsoft Teams für mich angezeigt werden in Bezug auf Design und Sprache? Wenn ich im Bereich Datenschutz gucke, kann ich definieren Personen, die trotzdem mich erreichen können, wenn ich im Status auf Nicht stören gesetzt bin. Oder wie will ich überhaupt benachrichtigt werden über Neuigkeiten innerhalb von Microsoft Teams? So kann ich entscheiden, welchen Verhalten soll es geben, wenn es Erwähnungen gibt, für mich persönlich, im Team oder in Kanäle. Wie will ich benachrichtigt werden bei Nachrichten? Wurde ich halt angechattet? Gibt es Antworten auf Unterhaltungen, die ich gestartet habe? Oder bis zu, wenn ich gesagt habe, ich will zu einige dieser Elemente eine E-Mail als Benachrichtigung erhalten, wie oft soll diese kommen? Soll die einmal stündlich kommen? Soll die vielleicht nur einmal täglich kommen? Oder schalten wir es komplett aus und dafür ist dann entsprechend die Option hier oben dann auch obsolet. Und bei Anrufe kann ich auch sagen, brauche ich eine Weiterleitung, wenn ich jetzt im Urlaub bin, oder wer hat die Möglichkeit, Anrufe für mich zu übernehmen. Eins der Kernthemen, habe ich ja gesagt, ist dieser Suchfeld. Wenn wir auf den Suchfeld klicken, sehen wir direkt, dass wir durch zwei Symbole die Möglichkeit haben, Befehle auszuführen. Einmal ist es der / oder das @Zeichen. Wenn wir zum Beispiel den / eingeben, werden wir direkt sehen, dass wir eine Liste an Optionen bzw. Funktionen zur Verfügung gestellt bekommen. So könnte ich jetzt sagen, ich will einfach nur meinen Status anpassen auf Nicht stören, dadurch, dass wir ja gerade hier in einer Sitzung sind. Klicke ich auf Nicht stören. Wir sehen hier oben die Information, dass mein Status auf Nicht stören gesetzt wird und hier ebenfalls. Sogar noch mit dem Hinweis, wenn ich Kontakte in meiner Prioritätsliste gepflegt habe, mich diese entsprechend erreichen könnten während dieses Zeitraums. Der nächste Punkt wäre halt, eine neue Besprechung zu starten. Wenn wir einfach auf Neue Besprechung oder neuer Chat klicken, werden wir hier in unserem Hauptbereich mit einer folgenden Option präsentiert. Wen will ich anchatten? Mit wem will ich ein Gespräch starten? Da kann ich sagen, ich will vielleicht heute mal mit Alex sprechen. Und wenn ich dieses Gespräch mit Alex vielleicht noch mit mehreren Personen durchführen will, vielleicht auch noch mit Megan, könnte es Sinn machen, dass ich vielleicht diesem Gruppenchat noch einen Namen gebe. Und so sage ich einfach Mittagspausen, Verabredung. So. Das Ganze ist noch im Preview-Bereich. Das heißt, dieses Chat, wenn ich jetzt keine Nachricht reinschicke, wird nicht aktiv eingestellt. Dafür müsste ich erstmal sagen, hallo zusammen. Und wir sehen hier oben links, dass wir aus dem Status Entwurf, sobald ich hier auf Absenden schicke, dann direkt einen aktiven Chat initiiert haben. So haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ebenfalls Dateien auszutauschen. Wenn wir über diesen Weg Dateien austauschen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Daten, die hier hochgeladen werden, immer von dem jeweiligen Absender in seinem eigenen OneDrive geladen werden und dort einfach entsprechende Berechtigungen bzw. Freigaben erteilt werden für die Mitglieder dieses Gruppenchats.
Das ist unterschiedlich zu Microsoft Teams, zu den Teams innerhalb von Teams, denn da wären die Daten dann einfach direkt im zentralen Repository von SharePoint, von der SharePoint Teams-Seite. So, zum Beispiel würde ich hier klicken, wir sehen, es sind noch keine Dateien. Ich könnte aber jetzt sagen und den Namen ändern, weil wir vielleicht doch nicht wirklich nur eine Mittagspausenverabredung haben wollen, sondern einfach eine Dokumentbearbeitung und den nennen wir jetzt Drone-Projekt. So, sodass es einigermaßen deutlich wird, worum es hier geht. Und ich zum Beispiel einfach jetzt eine Datei hochladen könnte. Ich könnte jetzt sagen, von meinem OneDrive, wo habe ich denn hier Dateien, die ich bereits schon in einem anderen Chat geteilt habe. Ich würde sagen, ich will diese Datei ebenfalls hier noch zusätzlich teilen. Lasst uns gemeinsam die Datei bearbeiten. Schicke das Ganze raus. Wir sehen hier über die 3 Punkte, habe ich die Möglichkeit, das Ganze direkt entweder über eine Desktop-App abzurufen oder einfach wirklich innerhalb von Teams zu bearbeiten. Jetzt haben wir bereits einen Gruppenchat und es kann sein, dass uns Megan in diesem Fall sagt, wir benötigen aber um diese Bearbeitung noch jemanden anderen, und zwar den Christian. Oder nicht den Christian, sondern die Miriam. Und dann würden wir sagen, okay, dann würde erstmal hier auf meinem zweiten Rechner Megan schreiben. Kann guten Input liefern. So, ich schicke das raus. Kannst du sie hinzufügen? So. Dann sage ich selbstverständlich oder entsprechend no problem. Kann ich machen. Dann haben wir gesagt, Miriam, gehe ich hier oben rechts auf diese Darstellung, dieses Symbol hier, wo ich entsprechend weitere Mitglieder hinzufügen kann, einfach auf Kontakte hinzufügen und da kann ich Miriam auf der einen Seite raussuchen, Miriam Graham. Und da habe ich aber jetzt schon die Option, weil wir einen Gruppenchat haben, zu sagen, will ich den Chatverlauf einschließen? Ja, nein. Wenn ja, wie viele Tage oder den gesamten Chatverlauf? In diesem Fall wollen wir einfach den gesamten Chatverlauf hinzufügen, sodass Miriam auch direkt eine Freigabe zur Datei erhält und diese ebenfalls hier auch sieht. Und so sehen wir hier unten, dass einfach Miriam in diesen Chatverlauf hinzugefügt wurde. Das gleiche gilt dann entsprechend für 1:1 Chats. Da habe ich die Möglichkeit, auch Dateien auszutauschen oder Erweiterungen durchzuführen. Schauen wir, ob ich hier irgendwo einen 1:1 Chat habe. Hier zum Beispiel haben wir ein 1:1. Hier sehen wir Aktivitäten. Hier wurde sogar auch ein Notebook hinzugefügt und ich kann hier einfach entsprechend ebenfalls auch Dateien oder Aktivitäten, die Christian Klein innerhalb eines Teams durchgeführt hat, einsehen. Auf der linken Seite sehe ich auf der einen Seite Vorschläge, mit wem könnte ich mich unterhalten. Die sehe ich allerdings in diesem Fall, weil ich ja noch nicht so viele Gespräche in meiner Testumgebung habe, aber ich sehe eine Liste der Chats, die ich in letzter Zeit aktiv bearbeitet habe oder auch oben einige, die ich angeheftet habe. Die Option anzuheften kann sehr hilfreich sein, wenn ich einen Überblick immer behalten will von Unterhaltungen, die ongoing sind, die jetzt vielleicht nicht in einem Tag erledigt wurden, sondern über mehrere Tage gehen. So klicke ich einfach auf Anheften und habe die oben immer direkt zur Verfügung. Dieses neues Projekt, zum Beispiel, wenn es bereits abgeschlossen ist, könnte es dann entsprechend wieder lösen und dann landet es zu den Unterhaltungen, die vielleicht in letzter Zeit erst stattgefunden haben. Wieso ist es wichtig oder relevant, Unterhaltungen vielleicht anzuheften? Weil diese Liste hier unten könnte ja relativ schnell lang werden und klar wird mir hier mal eine Priorität angezeigt, die halt letztens entsprechend aktiv waren, aber wäre es vielleicht ein Gespräch, bei dem wir uns vielleicht eine Woche nicht abgestimmt haben, weil 2 oder 3 Teilnehmer nicht im Einsatz waren und wir gesagt haben, wir kontinuieren erst in 2 Wochen, dass ich trotzdem ganz oben diese Unterhaltung
finden kann. Bei diesen ganzen Unterhaltungen, sei es eine Gruppe oder einen 1:1 Chat, habe ich auch die Möglichkeit, eine Videokonferenz zu starten, beziehungsweise eine Videotelefonie oder einfach einen normalen Anruf. Sobald ich in so einem Anruf bin, könnte ich dann zum Beispiel auch meinen Bildschirm teilen und direkt mit dem anderen das teilen, an dem, was ich arbeite. Wir haben aber zum Beispiel hier bei der Dokumentbearbeitung gesagt, wir öffnen eine Datei, weil wir wollen gemeinsam an der arbeiten. Hier können jetzt alle direkt zugreifen. Wir können innerhalb einer Datei kommentieren. Das ist die Option hier Comments. Oder wenn ich auf Conversation gehe, würde ich einfach das Gespräch, was wir bereits im Chat haben, weiter ausführen und sagen, Alex, kannst du die Seite 5 im Dokument bearbeiten? Und so kriegt er dann direkt halt auch die Benachrichtigung, dass wir da etwas machen. Würde ich jetzt das Dokument zum Beispiel schließen, sehen wir in diesem Chatverlauf, dass das Ganze da entsprechend direkt mit protokolliert wird. Jetzt hatte ich bei dem Kannst du hinzufügen eine Reaktion benutzt. Für jedes dieser Nachrichten habe ich die Möglichkeit zu sagen, sei es zum Ausdruck bringen, wie ich zu dieser Aussage stehe. Mag ich sie? Habe ich es verstanden? Ist das jetzt lustig? Entsprechend bin ich überrascht oder vielleicht sogar auch bis zum Punkt, dass wir sagen können, das hat mir nicht so gut gefallen. Wir haben gesagt, dass wir diese Unterhaltungen, die entsprechend, sei es innerhalb eines Teams oder im 1:1 Chat, auch durchaus formatieren können. So haben wir hier unten den Bereich, wo wir Nachrichten eingeben. Und da, wenn wir auf das A klicken, könnten wir entsprechend eine Formatierung vornehmen. Und so kann ich hier ganz einfach sagen, neue Aufgabe und die ein wenig formatieren. Da könnten wir vielleicht sagen, erster Schritt, zweiter, dritter und so weiter. Und dann vielleicht noch in irgendeiner Form halt sogar Überschriften, Absätze und eine schöne Formatierung vornehmen. Wir sehen neben dieser Formatoption eine interessante Möglichkeit, und zwar Zustellungsoptionen festzulegen. Standardmäßig würde jeder halt wie gewohnt entsprechend eine Benachrichtigung erhalten, dass es etwas Neues gibt. Wenn jemand vielleicht auf Unterhaltungen keine Banner zum Beispiel hat oder keine im Aktivitätsfeed Informationen, könnte ich diese als wichtig flaggen und so wird trotzdem eine Benachrichtigung auf der Empfängerseite halt ausgeführt. Oder vielleicht auch zu sagen, das Ganze ist hier wirklich dringend. Ich will, dass der Empfänger alle 2 Minuten für einen Zeitraum von 20 Minuten benachrichtigt wird, solange er mir noch nicht geantwortet hat. Denn es kann sein, dass ich direkt mit einem Kunden zu einer Vertragsdiskussion reingehe und ich davor vielleicht noch ein paar Zahlen von meinen Vertriebskollegen benötige. Und da könnte ich halt die Option eingeben, ich benötige dringend eine Rückmeldung von dir. Wenn wir bevor wir zu den eigentlichen Teams springen, schauen wir uns doch einfach mal dieses Drone-Projekt Planning an. Hier sehen wir ja direkt, dass manche Menschen bereits GIFs genutzt haben, um eine Stimmungslage entsprechend zu setzen. So habe ich hier unten weiterhin die Möglichkeit, wie gesagt, Anhänge, Emoticons, GIFs zu nutzen, vielleicht auch Aufkleber. Mit diesen Aufklebern könnte ich sogar eigendefinierte Memes erstellen und dem halt einen Text geben und sagen, ups, es ist jetzt weggesprungen. Das wollen wir aber trotzdem noch einmal kurz machen. Genial. Und schicken das entsprechend so raus, dass wir auch so die Emotionen zum Ausdruck bringen können. Ich kann aber auch, und das haben wir hier oben gemacht, zum Beispiel durch Erweiterungen, sagen, ich will relativ schnell eine Umfrage starten. Nun könnte ich direkt entsprechend Forms hochbringen und sagen, wann treffen wir uns heute?
und ihr einfach ein paar Uhrzeiten eingeben. 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr. Das Ganze wird dann einfach so dargestellt und ich könnte es halt direkt raus versenden. Und wenn ich das dann abschließe, sehen wir hier unten, dass die Optionen halt direkt, wann treffen wir uns, dargestellt werden. So, jetzt springen wir doch einfach mal zu den Teams. Innerhalb von Teams habe ich auch Unterhaltungen. Und bei diesen Unterhaltungen kann ich ebenfalls Meetings festlegen. Und das wollte ich einmal kurz angucken, wenn wir sagen, wir haben hier noch zusätzlich Anrufmöglichkeiten. Hier sehen wir direkt, ich kann eine Besprechung starten, direkt ad hoc. Das heißt, wenn ich auf Besprechen klicke, könnte ich hier direkt sagen, okay, meine Kamera soll ein sein. Welche Kamera ist es überhaupt? Die Kamera, die gerade eingeht, ist bei mir halt zugeklappt. Deswegen ist leider aktuell nichts zu sehen. Aber könnte sonst einfach sagen, die Besprechung vielleicht zu einem anderen Termin definieren, weil es derzeit zu dieser Uhrzeit keine passende Uhrzeit ist. Ne? Wenn ich zu dem Bereich Anrufe gehe, sehen wir hier, dass ich in Kurzwahl vielleicht ein paar Personen, mit denen ich zuletzt Kontakt hatte, direkt auf Zugriff habe. Oder ich könnte hier einfach eine Person raussuchen, wie den Alex, und habe die Möglichkeit, direkt Alex, sei es per Audioanruf oder Videoanruf, zu erreichen. Würde ich ihn jetzt versuchen zu erreichen, so würde halt entsprechend ein Anruf ausgelöst werden. Und wenn Alex erreichbar wäre, in diesem Fall, werde ich direkt zu seiner Voicemail Wilbur is weitergeleitet. currently unavailable. Hallo Please Alex. leave a message after the tone. When you have finished, please hang up or press the pound key for more options. So, Alex, ruf mich doch einfach mal wieder zurück, sobald du wieder erreichbar bist. Danke, ciao. So haben wir ihm in diesem Fall erstmal nur eine Voicemail-Benachrichtigung hinterlassen. Und so hätte er dann entsprechend, wenn wir im Anrufbereich sind, hier über Voicemail eine Auflistung und könnte entsprechend die Voicemail zu seiner Zeit sich anhören oder auch durch Transkription vielleicht auch durchlesen, weil wenn er in einem Meeting ist und vielleicht ist er deswegen nicht rangegangen, weiß er zumindest, worum es in dem Moment ging. Schauen wir jetzt einfach, was es so als nächstes innerhalb von Microsoft Teams gibt. Dafür springen wir wieder einmal kurz in die Präsentation. In der vorherigen Demo habe ich bereits ein wenig über Besprechungen gezeigt. Trotzdem sollten wir uns aber ein bisschen mehr mit den Optionen auseinandersetzen. Denn Microsoft Teams unterstützt Besprechungsaktivitäten auf eine einzigartige Weise. Wahrscheinlich habt ihr auch heute schon damit zu tun. Ihr versendet eine Kalendereinladung oder vielleicht vorbereitende Dokumente. Womöglich werdet ihr auch gebeten, zusätzliches Material bereitzustellen. Dabei wechselt ihr jedoch zwischen diversen Umgebungen. E-Mails, Kalendereinladungen, Chats und so weiter. Und wenn die Besprechung beginnt, hofft ihr, dass alle vorbereitet sind. Microsoft Teams verbindet all das grundsätzlich in einem durchgängigen Prozess. Ihr könnt Besprechungen weiterhin sowohl in Outlook als auch in Teams planen. Ihr habt die Möglichkeit, regelmäßige und einmalige Besprechungen abzuhalten oder auch Ad-hoc-Anrufe mit einzelnen Personen oder einer Gruppe zu führen. Ihr könnt so Daten teilen, die Gespräche aufzeichnen, euer Bildschirm teilen, sowohl als auch gleichzeitig an einem Ort Notizen machen. Schauen wir uns das doch auch einfach mal an. Dazu springen wir wieder zu der Browser-Session. Eben haben wir gesagt, der Kalendereintrag ist eins der ersten Schritte, die es bei der Planung einer Besprechung gibt. Innerhalb von Microsoft Teams können wir eine Besprechung an 3 unterschiedlichen Stellen planen. Der einfachste Punkt ist, wenn wir auf der linken Seite über den Menüband gehen und dort den Kalender aussuchen. Wenn wir den Kalender aufrufen, sehen wir oben rechts, dass es 2 Optionen gibt. Die erste ist eine Ad-Hoc-Besprechung, sprich sofort eine Besprechung zu initiieren, einen Raum anzulegen und die Teilnehmer einzeln im Nachgang hinzuzufügen, oder eine Besprechung vielleicht zu einem Termin, der in Zukunft ist, planen. Das würden wir jetzt in diesem Fall einfach mal machen. Wir haben eben gesagt,
dass wir uns mit dem Drohnenprojekt auseinandersetzen. Da ging es darum, die Dokumentbearbeitung zu besprechen. Und so würde ich sagen, die Kollegen, die wir in dem einen Chat hatten, wollen wir hier ebenfalls auch haben. Auf der rechten Seite sehen wir, dass wir hier Personen einladen können. Da würde ich einfach sagen, Megan fügen wir hinzu. Der Alex war bei der ganzen Besprechung auch dabei. Und in diesem Fall wollen wir vielleicht noch einen weiteren externen Partner hinzufügen. Wann soll das Ganze stattfinden? Wir wollen das vielleicht am Mittwoch ausführen. Und dann sagen wir, das Ganze wollen wir um 15 Uhr bis 16 Uhr machen. Es ist nur eine einmalige Sache. Das Ganze muss sich nicht wiederholen. Wenn ich das aber wünsche, hätte ich die Möglichkeit, das dann hier zu machen. Ich würde sagen, wir machen das gleich für einen anderen Beispiel, den wir gleich an einer anderen Stelle durchführen können. Jetzt haben wir hier erstmal das Ganze angelegt und ich würde sagen, wir planen diesen einen Termin. Und so wird direkt unser Meetingraum bereitgestellt. Dieser Besprechungsraum ist sofort für jeden, der eingeladen wurde, betretbar. Jeder kann den Termin direkt beitreten und teilnehmen. Oder die Chat-Funktion ist auch sofort eröffnet. Das heißt, wenn ich Dokumente oder Agenda-Anpassungen im Vorfeld bereitstellen will, kann ich dies jederzeit tun, weil der Raum ist sofort angelegt. In diesem Fall haben wir aber auch einen Gast eingeladen. Somit würde ich sagen, würden wir einfach ein paar Besprechungsoptionen anpassen. Wenn ich auf Besprechungsoptionen klicke, sehen wir hier, dass wir zwei Kernoptionen haben. Eine ist, wer kann meinen Wartebereich umgehen? Da habe ich die Möglichkeit zu sagen, jeder Person in meiner Organisation und vertrauenswürdigen Organisationen oder nur Personen in meiner Organisation. Das machen wir erstmal so, damit, wenn der Juan dazu beitretet, entsprechend auch nur über diesen einen Weg gehen kann. Wer darf präsentieren? Jeder? Nur ich? Bestimmte Personen, die ich definiere oder Personen in meiner Organisation? Das hat als Vorteil, dass man so einigermaßen auch den Publikum oder die Teilnehmer mitsteuern kann, sodass es wirklich eine konkrete, ordnungsmäßige Reihenfolge hat, das Ganze. In diesem Fall lassen wir es aber so, dass jeder an dem Termin, wenn er das mag, präsentieren kann. Jetzt sind wir hiermit fertig, das Ganze können wir schließen und sehen hier direkt, das Ganze ist halt beendet. So. Der Termin steht ja, ich schließe den hier einmal ab. Wir können später, zum späteren Zeitpunkt zu dem Termin wieder zurückkehren. Die zweite Option, um den Termin anzulegen, haben wir ja bereits ein wenig gezeigt. Ich habe hier bereits schon einen Termin, den wir sagen würden, den können wir uns anzeigen. Wie ist das Ganze angelegt worden oder wir legen einfach mal ein neues an. Da würde ich hier unten unter ebenfalls die Kamerasymbol klicken und sagen, will ich mich sofort austauschen oder will ich eine Besprechung in der Zukunft planen? Wenn ich eine Besprechung in der Zukunft plane, sehen wir hier direkt einen Unterschied. Hier würde ich auch sagen, das Ganze ist dann einfach mal etwas, was am Montag stattfindet und da suchen wir uns eine Uhrzeit morgens, dass wir ab 9:30 Uhr bis 10 Uhr unseren Regel- oder sagen wir es Stand-up-Call haben. Eine halbe Stunde sollte reichen. Eigentlich brauchen wir keine halbe Stunde, aber trotzdem holen wir uns da so ein bisschen Spielraum rein. Das Ganze soll tatsächlich wiederholt werden. Hier will ich in diesem Fall sagen, das Ganze einmal pro Woche und gerne montags. Bis wann soll das Ganze laufen? Unser Projekt hat ja eine Deadline bis Ende des ersten Quartals. Somit geht das Ganze bis zum 30. März. Ein Unterschied, den wir hier sehen, ist, wenn wir hier nach oben gehen. Ebenfalls, eben als wir im Kalender einen Termin eingestellt haben, haben wir Personen einzeln eingeladen. Wir sehen aber hier oben, dadurch, dass wir diesen Termin in einem Kanal anlegen, dass das Ganze bereits als Besprechung für einen Kanal hinzugefügt wird. Das heißt für mich, dass die ganzen Unterhaltungen, die sobald ich hier auf Planen klicke, die stattfinden, finden in dem Konversationsbereich dieses Kanals statt. Und ebenfalls sehen wir, dass wir hier oben Besprechungsnotizen als Erweiterung im Kanal zur Verfügung haben.
Der dritte Weg, um Termine hinzuzufügen oder Besprechungen anzulegen, wäre über den 1:1 Weg. Sprich, ich habe einen 1:1 Chat oder ich habe halt einen Gruppenchat. Da würde ich einfach mal hier unser Drone Planning Projekt sehen wollen. Und da sage ich, ich will einfach mal einen Termin planen. Hier könnte ich wieder sagen, das Ganze soll als Sync-Termin angesehen werden. Auch erneut einen Termin in der Zukunft. Da nehmen wir den 19. Und wir suchen uns eine Uhrzeit ab 13:30 Uhr aus. Hier sehen wir auf der rechten Seite, wenn es um Teilnehmer geht, dass bereits schon eine Liste populiert wurde. Das liegt daran, dass das alles Teilnehmer aus dem bereits bestehenden Chat sind. So muss ich hier nicht noch zusätzlich nach Teilnehmer suchen, sondern das Ganze wird automatisch provisioniert. Und so kann ich hier erneut einfach auch auf Planen gehen. Diese Termine sind dann in meinem Kalender vorhanden und ich könnte mit diesen Personen direkt einen Call starten. Ich würde hier sagen, dass wir diesen als Beispiel nehmen und dann mache ich einfach mal so, dass ich in diesem Fall sage, Personen in meiner Organisation dürfen rein, präsentieren darf nur, dürfen Personen in meiner Organisation ebenfalls und dann speichern wir das Ganze. So. Wenn ich jetzt in den Raum reingehe und im Vorfeld sage, ich muss noch eine Agenda definieren, dann machen wir das so, dass wir sagen, folgende Punkte müssen im Call besprochen werden. Doppelpunkt. Einmal Status, Projekt, als zweites Dokumentbearbeitung und als drittes nächste Schritte. Das Ganze schicke ich raus. Das ist dann sofort für alle Teilnehmenden oder beziehungsweise eingeladene Personen in dem Chat verfügbar. So kann halt Megan reagieren und sagen, das passt so für mich. Und dann sagt sie noch, okay. Und schickt das Ganze raus. So sehen wir hier ihre Reaktion, dass das ganze Thema auch soweit in Ordnung ist. Wir sehen auch hier oben dann bei den Registern, dass wir einmal Dateien haben, wenn wir Dateien austauschen würden. Ich würde hier einfach mal das Dokument erneut verknüpfen, den wir eben schon einmal hatten. Das war dieses Dokument. Dann fügen wir den bei und so können wir mit dem dann auch direkt in der Besprechung arbeiten. Wir sehen auch, dass Besprechungsnotizen und ein Whiteboard angelegt wurden. Gehen wir aber einfach mal kurz in den Termin rein. Dann klicke ich auf Teilnehmen. Ich würde als erstes mein Mikrofon und meine Kamera ausschalten, damit wir da keinerlei Interferenzen haben und sage, ich werde den Termin jetzt beitreten. Sobald dieser Termin aktiv ist, werden alle anderen auf ihrer Seite auch sehen, dass der Termin läuft. Wie ist das zu erkennen? Wenn ich hier auf Chat gehe, sehen wir entsprechend dieses Symbol auf der einen Seite, dass ein Termin stattfindet oder hier oben, dass bereits eine Person eingewählt ist. So werde ich von dieser Seite einfach mal hier noch Megan zu dem Call hinzufügen. Megan kommt jetzt gleich dazu. Sobald wir in dem Termin sind, sehen wir hier oben noch, dass wir der Einzige in dem Call sind. Dann gehen wir da einfach mal rein und hoffen, dass Megan jetzt gleich auch zu dem Termin kommen kann. So. Der Gast sieht den Termin ebenfalls. Da können wir auch sagen, da kommen wir doch gerne dazu. Da sehen wir, dass der Juan ebenfalls dazugekommen ist. Bei Megan warten wir noch einmal kurz, dass sie sich noch einmal problemlos einwählt. So, klicken erneut einmal auf und sagen Join Now. Und jetzt sehen wir unten auch, dass Megan bei dem Call ist, beziehungsweise kann ich hier die Teilnehmer anzeigen
und ich sehe, wer alles in dem Termin ist, wer Organisator ist und wer entsprechend in dieser Besprechung mitmachen kann. Ich habe hier die Möglichkeit, zentral alle einmal stumm zu schalten. Und wenn ich noch jemanden dazu einladen will, könnte sagen, entweder hier oben den Namen raussuchen, weil wir Miriam auch im Chat hatten, könnte ich sie hier hinzufügen. So würden wir versuchen, Miriam direkt anzurufen. In diesem Fall ist sie leider noch nicht verfügbar. Somit können wir sie leider nicht dem Termin hinzufügen. Aber so kann ich das Ganze einfach hier verwalten. Entsprechend kann ich aber auch die Teilnahmeinfos des Termins kopieren und sonst jemanden direkt einzeln zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt aus einer Besprechung diesen Whiteboard teilen will, könnte ich zum Beispiel sagen, dass wir den aus Megans Seite einmal initiieren. Das Ganze wird jetzt präsentiert, ist zentral für uns sichtbar und verfügbar und Megan kann sagen, Dokument läuft. So. Das kann sie ja vielleicht noch farblich hervorheben, dass das alles wunderbar ist. An dem können wir entsprechend dann halt alle kooperieren. Ich könnte jetzt, ich habe zwar leider keinen Touch-Display hier, aber trotzdem könnte ich den mit ergänzen und sagen, das finde ich dann auch sehr schön. So. Das nächste, was wichtig zu wissen ist, ist, dass wir ja innerhalb dieser Besprechungen auch einen zentralen Ort haben für unsere Besprechungsnotizen. Wenn ich die erstmal anzeige, sehen wir, okay, es wurden noch keine Besprechungsnotizen angelegt. Ich kann aber trotzdem Besprechungen anlegen und 2 Punkte ergänzen. Ich würde den ersten sagen, Agenda, kann ich wieder eintragen. Und unsere Agenda war ja, was haben wir gesagt? Wir wollen hier wieder eine Aufzählung haben. Projekt, Status, Dokument, Bearbeitung, nächste Schritte. So, fügen einen weiteren Agendapunkt hinzu und sagen, nee, das passt. Projektstatus in Time und in Budget. Perfekt. Können diesen Punkt verlassen. Und wenn jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel Megan diese Notizen noch ergänzen würde, ich werde jetzt einfach mal noch einen dritten Punkt hinzufügen, den wir uns dann gleich im Nachgang anschauen können. Nächste Schritte. Alex kümmert sich um Seite 5, hatten wir besprochen. Wunderbar. Nun ist es so, dass Alex leider in diesem Call nicht dabei ist. Damit er nicht nur die Besprechungsnotizen mitnehmen kann oder den Whiteboard, besteht ja auch die Möglichkeit, diesen Call aufzuzeichnen. Wenn ich auf Aufzeichnung beginnen klicke, sehe ich entsprechend, dass hier unten die Aufzeichnung gestartet wurde mit diesem Symbol, werde aber auch darüber informiert, dass die Aufzeichnung läuft. Ich soll entsprechend jedem darüber benachrichtigen, dass wir eine Aufzeichnung initiieren. Hilft uns hier entsprechend gerade, um das ganze Thema Datenschutzrichtlinien einzuhalten. Bei mir, weil ich derjenige bin, der aufzeichnet, steht, ich zeichne auf. Bei den jeweiligen Teilnehmern würde stehen, dass die Aufzeichnung begonnen hat und dass wir trotzdem dann in dem Moment auch sagen sollen, ob wir damit einverstanden sind oder nicht, sodass gegebenenfalls diese Aufzeichnung auch unterbrochen werden kann. Sobald wir dann mit der Aufzeichnung durch sind, ich würde sagen, bevor wir den ganzen Call abschließen, kann ich die Aufzeichnung beenden, wird diese Aufzeichnung entsprechend direkt in unserem gesamten Chatverlauf auch angelegt. So finde ich sie da an einer zentralen Stelle oder direkt über Microsoft Teams. Und dann würde ich sagen, wir beenden hiermit diese Besprechung und können dann weitere Informationen in dem Raum weiterhin per Chat bearbeiten. Wie war die Anrufqualität? Wir waren zwar gemutet, könnten sagen, war ideal, aber das lassen wir erstmal. Wir sehen weiterhin,
dass die beiden Kollegen doch in dem Call sind. Die müssen sich noch einmal auswählen. Und das mache ich noch einmal kurz, damit die Besprechung sauber beendet wird. So. Und vielleicht noch von der Seite ein kurzes Feedback. Danke für den Call. So. Sogar noch mit einer Nachricht auf Englisch, denn ich weiß nicht, ob ich das heute bereits angesprochen habe, aber wir haben die Möglichkeit, direkt Built-in eine Übersetzung durchzuführen. Ich freue mich darauf, weiterhin mit Ihnen an diesem Projekt zu arbeiten. Jetzt wird die Aufzeichnung noch provisioniert. Das Ganze kann ein wenig dauern, aber so sehen wir, dass die ganzen Sachen, an denen wir gearbeitet haben, wenn ich jetzt einmal die Besprechungsnotizen aufrufe, sichtbar sind. Dieser letzte Punkt, glaube ich, hatten wir eben nicht gesehen, weil das Megan ausgeführt hatte, aber Megan hat sich darum gekümmert, die nächsten Schritte für den Call zu definieren. Die Whiteboard-Aufzeichnung können wir jederzeit auch weiterhin aufrufen und da sehen wir, dass das Dokument läuft und wir sind alle glücklich. Die Datei, die hier oben geteilt wurde, ist dann entsprechend auch über den Bereich Dateien einzusehen und wir sehen, wer die geteilt hat. So können wir an der direkt gemeinsam arbeiten. Ich kann sie herunterladen oder in den unterschiedlichen Instanzen abrufen. Hier sehen wir nun auch, dass die Besprechung bereits da ist und wenn ich draufklicken würde, kann ich die Aufzeichnung dieser Besprechung einfach aufrufen. Und so sehen wir hier direkt, das Ganze steht für mich direkt zur Verfügung und ich könnte sogar noch Untertitel aktivieren. Und somit würde ich sagen, springen wir auf das nächste Thema. Viele von uns haben mit der Verwaltung von Projekten zu tun. Egal, ob wir in einem Projekt mitwirken oder es koordinieren, wir wissen ganz genau, wann es richtig läuft und wann falsch. Teams und Kanäle bieten eine einzigartige Möglichkeit zur unkomplizierten Verwaltung komplexer, groß angelegter Prozesse. Ihr könnt so einen Bereich speziell für euer Team schaffen, der alles Notwendige für die aktuellen Aufgaben umfasst. So könnt ihr weiterhin Besprechungs- und Geschäftsprozesse verwalten, gemeinsam an Dokumente arbeiten und Anwendungen an einer zentralen Stelle nutzen. Es gibt eine Menge Gründe, warum Teams und Kanäle die beste Lösung für eure Arbeitsgruppe sein könnte. Hier ein paar Beispiele. Ihr könnt Teams einrichten, die nach dem Betriebsmodell eurer Organisation entsprechen, so zum Beispiel operativen oder abteilungsbasierten Teams zu haben. Es besteht sonst auch die Möglichkeit, Projekt- oder Planungsteams zu haben. Und ich weiß, dass manche Unternehmen einen großen Wert auf Social Networking legen. So könnten diese Unternehmen Informationsteams einrichten. Diese eignen sich hervorragend, um Informationen an große Gruppen zu übermitteln. So ist zum Beispiel möglich, eine Benutzergruppe in Microsoft Teams zu nutzen, in der Mitarbeiter darüber informieren, wie es mit ihrem Teams-Rollout weitergeht. Sehen wir uns doch das Ganze auch wieder mal in unserer Testumgebung in Aktion an. So, wenn wir jetzt auf Teams springen, sehen wir, dass wir eine Liste haben der unterschiedlichsten Teams, wo ich ein Mitglied bin. Wir sehen beispielsweise, dass es Projektteams gibt, wo wir unterschiedliche Kanäle sehen, allgemein Engineering, Research and Development, Manufacturing und Marketing. Oder es gibt auch Teams, die sich gerade um das Thema Betrieb kümmern, in diesem Fall IT Operations. Diese sind in Kanäle unterteilt und diese Kanäle können dann entsprechend thematisch aufgeteilt werden. Wir haben hier einmal einen allgemeinen Kanal, der bei der Anlage eines Teams immer dabei ist. Das ist unsere Grundbaustein, um direkt da auch in die Kollaboration einzusteigen. Eins der Optionen, wie dieser genutzt werden kann, ist zum Beispiel zu sagen, dass der Kanal einfach durch Berechtigungen, die definiert werden können in einem Kanal, wenn ich der Besitzer der Gruppe bin, so sagen kann, dass nur Besitzer diesen moderieren oder Nachrichten posten dürfen. In diesem Fall haben wir das auch so definiert, sodass dann
alle, die sich hier befinden, erstmal die Information, die hier gepostet wird, konsumiert wird, anstatt dessen, dass die dann auch nachbearbeitet wird. Ich kann aber sonst auch hier die unterschiedlichen Kanäle sehen und mich da durcharbeiten. Vom Look and Feel ist wichtig zu wissen, wir haben hier weiterhin den gleichen Unterhaltungsbereich. Das heißt, ähnlich wie bei Unterhaltungen oder Chats kann ich hier ganz einfach meine Gesprächsabfolge durchführen. Interessant ist hier aber auch, dass im Gegensatz zu den 1:1 Chats, dass ich zu einem Beitrag direkt antworten kann. In einem Chat ist das nur der Fall, dass wir eigentlich einen einzigen Handlungsstrang haben. Innerhalb eines Teams, in einem Kanal, könnten wir unterschiedliche Konversationen haben. So könnte ich hier zum Beispiel einfach zu diesem einen Thema antworten und noch vielleicht einfach mal sagen, wie gehen wir hiermit um? Work. So. Und wir müssen einfach antworten. Ne? Und dann poste ich das einfach. Und wir sehen dann, dass das Ganze in dem Kontext einfach dem hinzugefügt wird. Wenn ich jetzt zu einem anderen Kanal springe, ist es auch wichtig, dass das Ganze immer im aktuellsten Bereich dann zu sehen ist, weil das der aktive Gesprächsbeitrag ist, an dem wir arbeiten. So, nun kann ich weitere Teams anlegen. Wenn ich hier unten sage, Teams beitreten oder erstellen, habe ich die Möglichkeit, entweder einem Team auf Basis eines Codes beizutreten oder Teams, die vielleicht als öffentlich markiert sind, beizutreten. Alle Teams haben, wenn ich jetzt auf Team erstellen klicke, 2 Optionen oder 3 Optionen. Ich kann hier erstmal sagen, ich will ein Team von 0 anfangen oder ich will ein Team auf Basis einer bereits bestehenden Gruppe anlegen. So zum Beispiel, wenn ich in einem Projekt bin und in einer Organisation arbeite, die halt projektbasierend arbeitet, könnte ich sagen, wir haben eine zentrale Vorlage, die wir immer wieder nutzen, wenn wir ein neues Projekt aufsetzen. Und so könnte ich sagen, erstellen aus. In diesem Fall erstellen wir doch einfach ein neues und da habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich will ein privates Team haben. Das heißt, nur die Teilnehmer, die ich eingeladen habe, dürfen dabei sein. Alle anderen dürften maximal eine Anfrage stellen, sprich über die Teilnehmer, die drin sind. Wenn es ein öffentlicher Team ist, so wie die hier angezeigt wurden, darf jeder in der Gruppe beitreten und deswegen werden sie hier auch entsprechend direkt angezeigt. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, ein organisationsweites Team zu haben. Hier jedoch, je nachdem, wie groß eure Organisation ist, kann es sein, dass hier das Ganze nicht ausreichen wird. Ich würde sagen aber, wir legen doch einfach mal ein Privatteam mal an und sagen, das nennen wir heute Training erste Schritte mit Teams. Wir bereiten uns vor. Perfekt. Dann lege ich das Ganze an. Wir freuen uns, wir werden sogar dafür gelobt, dass wir das richtig gemacht haben. Und wir haben ja mit Megan heute einiges zu tun gehabt. Mit Alex. Wir sagen, das Ganze reicht jetzt nicht mehr in einem Gruppenchat. Ich will noch alle, mit denen wir gearbeitet haben, einfach in einem Team haben. So, wir fügen die jetzt alle hinzu. Mein Team wird jetzt provisioniert. Wir sehen das hier unten schon mal. Das ist schon angelegt. Alle Teilnehmer werden bereits informiert. Und wir sehen hier auch, dass ich die Möglichkeit habe, unterschiedlichste Rollen anzugeben. Der Gast ist halt mit einer Gastberechtigung dabei. Wir können ihn da nicht erweitern. Aber ich könnte sagen, Megan ist ja so ein bisschen auch mit mir in der führenden Position, was das Projekt betrifft. So könnte ich sie hier noch als Besitzer berechtigen, sodass sie dann im Nachgang auch halt entscheiden kann, wie unser Team aussieht. Jetzt haben wir hier unterschiedliche Optionen. Wenn ich hier einfach mal klicke auf Team verwalten, innerhalb eines Teams könnte ich sagen, welche Einstellungen sind zu beachten. So kann ich sagen, dürfen überhaupt Menschen erwähnt werden? Was dürfen Gäste tun? Dürfen Gäste Kanäle erstellen oder aktualisieren oder vielleicht einen Kanal löschen? Was dürfen Mitglieder tun? Und wie sieht es aus mit Spielereien? Dürfen wir GIFs verwenden?
Memes oder grundsätzlich das ganze Thema mit Aufkleber. Hier würden wir sehen, wenn entsprechend Personen eine Anfrage gestellt haben, dass wir die Gruppe erweitern, ob es Gruppenanfragen gibt. Ich kann die hier als Besitzer verwalten, beziehungsweise Megan könnte dies auch tun. In einem Blick sehen wir, welche Kanäle es gibt. Standardmäßig, wie gesagt, wird ein allgemeiner Kanal hinzugefügt. Ich kann aber über diesen Weg oder auch über die 3 Punkte im Kontextmenü immer neue Kanäle hinzufügen. Wenn ich einen Kanal hinzufüge, haben wir da auch die Möglichkeit zu unterscheiden, unter welcher Datenschutzrichtlinie das Ganze sich bewegen soll. Ich kann sagen, entweder Standard heißt, jeder in meinem Team hat Zugriff darauf oder privat, und so könnte ich wieder eine Untergruppe erstellen von Personen, die dann nur auf diesen einen Bereich freigegeben sind. So wäre es zum Beispiel, wenn es dann darum geht, die ganzen budgetären oder Controlling-Themen innerhalb eines Projektes, ob wir wirklich im Budget sind, Rechnungsumläufe und das Ganze, da ist vielleicht nur ein kleinerer Kreis, weil vielleicht sensible Daten darüber verarbeitet werden, aber der Rest, wenn es dann darum geht, die Inhalte innerhalb des Projektes, da dürfen dann halt alle dabei sein. Wir legen doch einfach mal hier einen Privatkanal an und als nächstes, wer soll alles dabei sein? Megan, haben wir gesagt, ist auch Besitzer und kein weiterer. Dann sind wir hier erstmal fertig damit. Wir sehen hier, dass dieser private Kanal dann entsprechend auch mit einem Schloss versehen wurde. Nur diejenigen, die halt zu diesem Kanal berechtigt sind, würden den dann auch sehen. Alle anderen würden dann nur den Kanal allgemein weiterhin sehen. Wenn wir mehrere Kanäle haben, sehen wir, dass einige ausgeblendet sind. Ich als Anwender kann für mich entscheiden, ob ich gewisse einfach ausblenden will, sodass es für mich übersichtlicher wird, weil ich an manchen Themen nicht beteiligt bin. Oder anders, wenn es zu viele sind und ich merke, mein Thema ist nur IT-Hardware, kann ich ähnlich, wie wir das in den Chats gesehen haben, einen Kanal anheften. So steht er für mich im primären Fokus und ich kann einfach dieses Team zuklappen und ich kümmere mich nur um mein Themengebiet, weil alles andere für mich in dem Moment nicht relevant ist. Wir sehen aber auch im Bereich Controlling oder allgemein, dass ich da wieder die gleichen Reiter habe. Ne? Dateien, Wiki. Wiki ist dann letzten Endes ähnlich wie unsere Besprechungsnotizen aufgebaut. Hier kann ich das Ganze auch wirklich so aufbauen, dass ich hier einen Log führe als Notizbuch. Wenn ich in der Organisation bereits auf bestehende Technologien wie Microsoft OneNote setze, könnte auch sagen, wir bleiben bei OneNote. OneNote ist das, was wir halt die ganze Zeit nutzen. Somit würde ich hier einfach unseren Notizbuch, was mit der Provisionierung des Teams angelegt wurde, verwenden und sagen, Notizen ist das Abschnitt, was wir haben wollen. Und das Ganze geht mit Notizen als Registerkarte in den Team rein. Man kann aber auch halt ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel, wenn wir gerade mit den ersten Schritten uns auseinandersetzen, könnte ich sagen, und das kopiere ich mir einfach mal hier kurz raus, ich will ein Training zur Verfügung stellen. Und dann habe ich hier einfach mal so ein Trainingsportal. Ich kopiere mir das Ganze und packe den hier rein und sage, so, wir wollen eine Webseite hinzufügen. Und diese Webseite heißt Get Started with. Ups. Das bietet es mir direkt schon an. Get Started with Teams. Binde die URL ein und sage speichern. In diesem Fall will ich jetzt nicht eine Post-Nachricht ablegen, aber ich sehe hier direkt, das Ganze steht für mich halt da zur Verfügung und ich könnte sagen, ich will das Ganze ein bisschen größer sehen, erweitern, sehe das direkt im Fokuspunkt und kann mich hier mit den ganzen Themen rund um Microsoft Teams austauschen. Innerhalb der Kanäle, wenn ich dann wieder zurückspringe zu dem Team, kann ich für mich entscheiden, wie will ich da benachrichtigt werden. Und zwar, wenn ich dann auf Kanalbenachrichtigung gehe, sehe ich, ich will für alle neue Beiträge
hier ein Banner und ein Feed haben. Wie gesagt, unten rechts soll etwas hochkommen oder in meinem Activity Feed. Und so kann ich sagen, alle Antworten, alles, bitte einfach informiere mich, wenn da was passiert, weil das ist das Kanal, was mich interessiert und da will ich informiert bleiben. Ein zusätzlicher Punkt, was interessant ist, jedes dieser Kanäle hat eine E-Mail-Adresse. So können wir auch, wenn Externe uns ein E-Mail geschickt haben und es Themen sind, die wir innerhalb der Gruppe bearbeiten wollen, können wir einfach die E-Mail-Adresse rauskopieren und das Ganze dann aus dem Outlook-Client reinschicken. Das Ganze würde dann so aussehen wie, und ich meine, ich habe hier ein Beispiel in diesem Kanal, dass wenn wir hier oben sind, Entschuldigung, hier, etwas per E-Mail verschickt haben mit einer Datei, ich könnte noch die E-Mail runterladen, die Datei ist dann da und landet direkt auch in meiner zentralen Ablage. Ein Unterordner E-Mail-Nachrichten wird angelegt und da sehen wir, dass die Datei drin ist, ebenfalls mit der E-Mail, falls ich die dann nachverfolgen will. Wir sehen also, von dem Look and Feel ist es ähnlich zu den Chats. Das heißt, für den Start solltet ihr nun auch hierfür bereit sein. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal kurz in das nächste Themenfeld. Fassen wir aber einfach mal alles kurz zusammen. Auf Chats könnt ihr im Chat-Menü zugreifen. Kanäle findet ihr innerhalb der Teams im Teams-Menü. Chat-Konversationen sind privat. Kanalkonversationen hingegen sollen sichtbar sein. Ein Chat kann zwischen 1 und 100 Teilnehmer aufweisen. Ein Team kann aus bis zu 5000 Mitglieder bestehen. Dateien, die in Chats geteilt werden, werden auf dem OneDrive der jeweiligen Person gespeichert, die sie freigegeben hat. Alle Änderungen an dieser Datei werden an derselben Stelle aktualisiert. Wenn Dateien in einem Kanal geteilt werden, befinden sich diese wiederum im zugehörigen SharePoint-Bereich und so im entsprechenden Ordner des jeweiligen Kanals. Änderungen werden hier ebenfalls an einer Stelle gespeichert. Insgesamt eignen sich Chats besonders gut für kleine Gruppen, schnellen Austausch oder private Konversationen. Kanäle sind optimal für Konversationen mit einem bestimmten Thema oder einer Thread-Struktur, große oder komplexe Projekte und um Transparenz innerhalb einer Gruppe zu haben. Die ganzen Demos haben wir uns ja heute auf dem Webbrowser angeschaut. Microsoft Teams ist aber ebenfalls auf den unterschiedlichsten Plattformen verfügbar. Teams und Kanäle bieten eine einzigartige Möglichkeit zur unkomplizierten Verwaltung komplexer, groß angelegter Prozesse. Ihr könnt einen Bereich speziell für euer Team schaffen, der alles Notwendige für die aktuellen Aufgaben umfasst. Und ihr könnt weiterhin Besprechungs- und Geschäftsprozesse verwalten und gemeinsam Dokumente und Anwendungen nutzen. Und wie geht es weiter? Ich würde vorschlagen, dadurch, dass wir ja heute gesehen haben, wie ihr euer Profil und Benachrichtigungseinstellungen einrichtet, wie ihr Chats sowohl als auch Gruppenkonversationen verwaltet. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie Besprechungen angelegt werden, wie der Prozess da aussieht. Und zuletzt haben wir ja beleuchtet die Möglichkeit, die es gibt, um halt Teams für Projekte oder auch Teamarbeit effizient wie möglich zu nutzen. Aus diesem Grund würde ich sagen, meldet euch einfach für den nächsten Kurs ein, effektive Besprechungen mit Microsoft Teams, und legt dann einfach direkt mit Microsoft Teams los. Unserer Meinung nach lernt man am besten den Umgang, indem man wirklich das Ganze mit Praxisaufgaben begleitet. Das heißt, fangt mit einem Chat an, sagt einfach einem Kollegen Hallo, sendet ihm eine Datei, ruft ihn direkt auf dieser Weise auch an oder verwendet Formatierungsoptionen wie Giphies, Sticker. Plant eine Besprechung, führt sie dann entsprechend dann auch in Teams durch und verwendet die Teams- und Kanalfunktion, um mit eurer Arbeitsgruppe effektiv arbeiten zu können. Hier findet ihr einen Überblick an weiteren Ressourcen, wo ihr Lerninhalte findet. Und solltet ihr zu diesen Trainings Fragen haben, so könnt ihr euch direkt auf diese Adresse melden. ak.ms
Teams Training Feedback. Vielen Dank für die Teilnahme.